Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: kulturelle Aneignung. Genauer, alles nur geklaut oder doch Einfluss und Inspiration? In den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen und Kontroversen rund um dieses Thema. Aber was genau bedeutet kulturelle Aneignung? Und warum ist es denn so wichtig? Als Sprachbegeisterter interessiere ich mich besonders für die Vielfalt und Bedeutung von Worten. In diesem Video werden wir uns mit der Frage befassen, wie kulturelle Aneignung unsere Sprache, unsere Kommunikation und unser Verständnis von Kulturen beeinflusst. Dabei werden wir aktuelle Ereignisse betrachten, persönliche Perspektiven einbringen und die gesellschaftliche Relevanz dieses Themas beleuchten. Bleibt dran, denn am Ende werden wir hoffentlich nicht nur mehr über kulturelle Aneignung wissen, sondern auch sensibler dafür sein, wie unsere Sprache die Welt um uns herum formt. Aber Moment, vielleicht sollten wir das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten. Könnte kulturelle Aneignung tatsächlich ein kompliziertes, weltbewegendes Problem sein, oder ist es einfach nur, nun ja, ein weiteres Wort auf unserer endlosen Liste von politisch korrekten Begriffen? In einer Welt, in der Selfies wichtiger sind als Selbstgespräche und der Selfie-Stick das neue Zepter des Herrschens geworden ist, frage ich mich, wer sind eigentlich diese Menschen, die so verzweifelt versuchen, ihr eigenes Gesicht zu fotografieren? Sind sie die modernen Narzissten oder einfach nur die neuen Armutszeugnisse der menschlichen Handkoordination? Und dann haben wir diese sogenannten Influencer, die uns erklären, wie wir unser Leben leben sollen, während sie in einer Wolke aus Filtern und Photoshop leben. Das ist so, als würde ein Clown uns Tipps zur Traurigkeit geben wollen. Schon mal ernsthafte Gedanken über dieses Wort Influencer gemacht? Nö, ne? Drum. Aber hey, wir leben in einer Zeit, in der es einfacher ist, jemandem in den sozialen Medien zu folgen, als im echten Leben. Denn im Internet können wir Menschen blockieren, ohne jemals einen physischen Finger zu bewegen. Und wenn uns jemand langweilt, sagen wir einfach, er hat eine schlechte Internetverbindung. Also lasst uns alle weiterhin unsere virtuellen Leben führen und dabei vergessen, wie man ein richtiges Gespräch führt. Vor mehr als 2000 Jahren kommunizierte der Mensch mit Hieroglyphen. Arg viel weiter sind wir da wohl nicht gekommen, oder? Denn wer braucht schon echte Verbindungen, wenn man eine unendliche Anzahl von Emoji-Kombinationen zur Verfügung hat, um unsere Gefühle auszudrücken? Und jetzt auch noch diese schreckliche Sache, kulturelle Aneignung oder so. Ich meine, wer erlaubt es den Menschen eigentlich, Wörter aus anderen Sprachen zu verwenden? Es ist ja nicht so, als ob wir in einer globalisierten Welt leben, in der wir ständig Wörter und Ideen von überall her aufsaugen. Ich meine, wenn du jemals das Wort Demokratie benutzt hast und nicht in Athen geboren wurdest, dann bist du ein kultureller Dieb. Und wehe, du wagst es, Philosophie zu sagen, wenn du kein griechischer Denker des 5. Jahrhunderts vor Christus bist. Und dabei spricht fast die gesamte Welt Griechisch. Die meisten Menschen wissen es bloß nicht. Glaubst du mir nicht? Guckst du? Asyl, Bibel, Charakter, Diät, Echo, frenetisch, Gymnasium, Halma, Idee, Jod, Kathedrale, Kirche, Laie,
Meter, Nektarine, Orgie, Panik, Rhythmus, Skandal, Theater, Utopie, Xylophon, Zentrum und so viele, 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 viele mehr. Meine Zeit würde nicht ausreichen, um nur die griechischen Wörter hier aufzuzählen. Man schätzt, dass mehrere 100.000 griechische Fremd- und Lehnwörter in der deutschen Sprache stecken. Es kommen noch lateinische dazu. Was für ein Skandal! Und während wir schon dabei sind, Skandal und so, sollten wir vielleicht auch aufhören, Pasta zu essen. Es sei denn, wir sind echte Italiener, oder? Schließlich können nur Mexikaner authentisches Taco essen. Und wer denkt, dass er Sushi einfach so bestellen kann, ohne ein waschechter Samurai zu sein, hat keine Ahnung von kultureller Aneignung. By the way, der korrekte Plural, eine kulturelle Aneignung etwa, von Cappuccino ist tatsächlich Cappuccini und nicht Cappuccinos. Denn letzteres ist tatsächlich eine kulturelle Aneignung im wahrsten Sinne des Wortes. Heißt kulturelle Aneignung jetzt also, ich darf keine Frühlingsrollen mehr essen, es sei denn, ich kann meine Abstammung bis ins alte China zurückverfolgen? Das ist ja fast so, als müsste ich mein Stammbaumzertifikat beim Sushi bestellen vorzeigen. Oh mein Gott, echt jetzt? Aber Moment mal, was ist mit all den Leuten, die Sushi lieben? Sind sie jetzt alle Japanologen? Wirf mal einen Blick auf den zweiten Teil dieses Wortes. Fällt dir was auf? Oder sagen wir dann einfach, sie haben kulturell variablen Geschmack? Und wenn ich mich als Omnibusfahrer oute, bedeutet das dann, dass ich mich kulturell als Fahrer aneigne? Und wenn ich morgen anfange, Yoga zu praktizieren, bin ich dann plötzlich ein kulturell angeeigneter Yogi? Lasst uns mal ehrlich sein. Von kultureller Aneignung zu sprechen, kann manchmal, ich betone, manchmal, so absurd sein wie ein Einhorn, das auf einem Regenbogen surft. Aber in einer Welt, in der kulturelle Vielfalt ein Schatz ist, sollten wir dann nicht weniger darauf achten, wer was isst oder anzieht? Und uns mehr darauf, wie wir alle voneinander lernen und wachsen können, konzentrieren? Oder? In einer globalisierten Welt, in der Sprachen und Kulturen miteinander verschmelzen, sollten wir vielleicht aufhören, uns über solche Kleinigkeiten aufzuregen und uns stattdessen auf das konzentrieren, was uns wirklich verbindet. Die Liebe zur Kommunikation, egal in welcher Sprache. Denn würden wir nur die griechischen Wörter aus der deutschen Sprache entfernen, ihr wisst schon. Ich hoffe, dieser ironische und sarkastische Text trifft den Nerv. Mist, ironisch, sarkastisch. Aber ich darf das. Ich bin nämlich ein waschechter Grieche, müsst ihr wissen. Halleluja, Glicket, wie der Schwab halt Zeit. Darf ich jetzt als Grieche Schwäbisch schwätzen? Apropos, im Schwäbischen gibt es mehrere Möglichkeiten, Danke auszudrücken. Hier nur zwei, wegen kultureller Aneignung und so. Erstens, merci. Aussprache ähnlich wie im Französischen, weil, genau. Zweitens, grazie. Lehnwort aus dem Italienischen grazie, ähnlich wie im Englischen grace. Zurück zur Ernsthaftigkeit bitte, ja? Also, dieses Thema ist nicht so einfach, ich weiß, und hat bestimmt Sprengstoffpotenzial. Ich möchte es dennoch wagen, mich in die Höhle des Löwen wagen und dieses Thema hier aus unterschiedlichen Perspektiven genauer beleuchten. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer bei der Wortwurzel beginne. Lasst uns also gemeinsam
diese zwei Wörter kulturell und Aneignung in ihren Einzelteilen betrachten. Lust darauf? Gut. Aber das machen wir im zweiten Teil. Ich möchte euch die Zeit geben, das hier Gesagte erst einmal sacken zu lassen. Im zweiten Teil werden wir also ausführlich auf die Etymologie, Denotation und Konnotation von Wörtern eingehen. Ich werde Beispiele geben und die Bedeutung und Unterschiede dieser Begriffe erläutern. In diesem Sinne, es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber eine, nichts lernen zu wollen. Sokrates. Weisheiten zum Mitnehmen. Euer Georg Muratidis. Bis zum zweiten Teil dann.